Willkommen zurück zu Vampire the Masquerade Swansong. Ja, da sind wir wieder und ich bin auf jeden Fall gespannt, was da hinter dem Vorhang steckt und deswegen würde ich sagen, ja, wir legen direkt los. I sense something. It's coming from over there. Mom, it's dangerous. I know it. Ja, also, ne, da hätte ich jetzt kein besonderes Gespür für gebraucht. Also für mich sieht das so schon bedrohlich und gefährlich aus, muss ich sagen. Aber es macht mich halt auch echt neugierig, ne? So, wir gucken bloß vorher noch ein bisschen rum. Was wir denn, ja, hier noch entdecken können vielleicht. Wir schauen mal. Da gibt's nichts. So, ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal, oder? Stop. Oh. You can't go in there. Monsignor's standing orders. No interruptions. So Stanford is back there. But I just wanted to... It's too dangerous, and you know it. If you've got something to give him, tell Olson is novice. Suit yourself, but remember I warned you. That's not very encouraging. Okay, also, ne, da ist wohl die Inquisition am Werk da hinten und deswegen dürfen wir da leider nicht rein, ne? Was ich sehr, sehr schade finde. Eingeben, hier bleiben. Ah, okay. Wahrscheinlich können wir zwar, aber, ne, ihr seht's hier, dann, ja, ist die Szene beendet. Das wollen wir noch nicht, weil wir müssen ja noch rausfinden. Tada, bring Mileys Sarg zurück zum Prinzen. Und meine starke Vermutung ist ja, dass es der Sarg K12 ist. Aber irgendwie können wir das halt, glaube ich, noch nicht beweisen. Ja, so. Wenn wir denn vielleicht, warte mal. Der eine hat doch gesagt, haha, warte mal, der eine hatte doch gesagt, wir sollen ihm sagen, welchen Sarg, das wir mitnehmen. War das der? Which one do you want to take down? Ah, sehr gut. Ja, wir wollen die K12 nach unten bringen, mein Freund. Ja? I'm taking this one. You get that down? Yep, got it. Let's go, Sugarfangs. Quick steps. Is everything okay, Mom? Yes, Pumpkin. Come on. Ey, können wir jetzt... Hä? Aber jetzt können wir gar nicht rausfinden, was die da hinten machen, oder? Hinter dem Vorhang. Smiley. Ah, das ist bescheuert. Das tut mir jetzt leid, Leute. Ja? Ich hätte wirklich gedacht, dass wir irgendwie in Erfahrung bringen können, was hinter dem Vorhang ist. Und, ja, aber wir hatten ja auch die Aufgabe mit dem Sarg. Und, wie gesagt, wir haben das ja, wir sind ja dieser einen Spur nachgegangen, weil die eine hat ja gesagt, ne, dass sie zum Rauchen gegangen ist. Und, ja, sind der Spur dann irgendwie ein bisschen in den Weinkeller gefolgt. Ja, wo dann quasi, ne, ja, dieser Umriss auf dem Boden gezeichnet war mit der Nummer K12 und ja, Mist, ich hätte gedacht, wir können trotzdem hinter den Vorhang gucken. Das tut mir jetzt leid. So, Eigenschaften, loyal. -20 auf die nächsten Erfahrungskosten der Fähigkeit Rhetorik. Dann Erfolg. Du hast einen Vampir zurück zum Prinzen gebracht. Du hast die heiklen Dokumente beschützt. Du hast eine Illusion zerschlagen. Du hast die letzten Worte von Natascha gehört, einer Assistentin von Dr. Richard Dunham. Dann, was hätten wir besser machen können? Oder anders, du hättest einen wichtigen Gesandten der zweiten Inquisition treffen können. Das stimmt. Ja, man muss aber fairerweise sagen, wir wussten nicht, dass wir nicht beides machen können. Ne? Du hättest mit einem Augenzeugen des Angriffs sprechen können. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Aber wir haben doch probiert, also der Einzige, der ja noch irgendwie gelebt hat, war ja der überm Bett. Mit dem haben wir ja probiert zu quatschen, aber das ging ja nicht irgendwie. Ja, gut, da müssen wir jetzt halt mit leben, ne? Dass wir das verkackt haben. Das tut mir leid. So, okay, also, Loft haben wir erledigt. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal zu Galeb. In Moores Wohnung.
Bin gespannt, mega gespannt. Ich finde auch persönlich jetzt, schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare dazu, welcher Vampir findet, das am besten ausgearbeitet ist. Und ich finde einfach Galeb, für mich, ja, ist einfach der coolste. Ehrlich jetzt, ne? Also der ist am besten gemacht, sieht am besten aus, den guckst du an und ja, da Vampir, fertig, ist so. Das ist meine Meinung, ja? Ne, schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Würde mich mega interessieren. So, wir haben 25 verfügbare Erfahrungspunkte und diesmal werde ich die auf jeden Fall auch verteilen. Nicht so wie beim letzten Mal bei unserem Malki. So, wir schauen mal, was können wir denn machen? So, Sehensstärke haben wir hier. Das kostet alles mehr. Ach Mann. Hier. Sieht schlecht aus, Leute. Ja? Das sieht sehr, sehr schlecht aus. Wir gucken mal, was können wir denn hier vielleicht machen? Rhetorik. Oh, kostet 30. Einschüchtern 30. Sicherheit und Technologie können wir... Nee, auch nicht Sicherheit. Leute, was ist da los? Ja, Technologie. Schlussfolgern und Weisheit. Ja, da geht nicht viel, ne? Ah, Mann. Ganz ehrlich, Leute, das sparen wir uns jetzt mal auf, ja? Also da geht wirklich, also da kommen wir auch durch, ohne die Punkte zu verteilen. Ich würde sagen, die sparen wir jetzt einfach jetzt mal auf, ja? Ich würde halt gern in Rhetorik ballern, kostet aber 30, ne? Einschüchtern kostet auch 30, in Sicherheit kostet 30, ne? Technologie 30, Schlussfolgern Weisheit. Nee, ich würde sagen, Leute, das sparen wir uns jetzt mal auf, ja? Und los geht's. Nice badge. Keep an eye on the elevator. I'm gonna go wait for forensics. Okay. Let me know when Oh, they get here. excuse me. Message from the sheriff. Prince asked more for 5 reports. If I can't bring back their author, I must bring back the reports at least. I'll know them when I see them. So, also, bringe Jason Moore zurück zum... Bringe Jason Moore zurück zum Prinzen, sammle die Berichte über die Erstgeborenen. Jo, alles klar. Dann würde ich mal sagen, los geht's, oder? Ich freue mich mega, ja? So Galeb als Ermittler, ja? Das hat schon was. Los geht's. Hallo, guten Tag. Special Agent Smith. The FBI! Finally, some backup. Lieutenant's expecting you. Straight ahead. Watch out for the bloodstains. Forensics hasn't been through here yet. Got it. Alles klar, pass mal auf, ne? Aber ich sag mal so, Galeb sieht ja auch wirklich aus, ne? Wie so ein FBI-Beamter. Das passt schon, oder? So, was haben wir denn hier alles Schönes? Wir schauen mal rum. Hier können wir nichts machen. So, da haben wir... Oh. Don't worry. I'll finish here and then I'm on my way. Breathe. You're gonna be okay. Lieutenant Anderson, I'm in charge of the investigation. Special Agent Smith, FBI. Really? Smith? Is that some kind of joke? No, why? Let it go. Never mind. I'll give you the DL. We got a call from the caretaker around 2:15. He told us that one of his residents was brought in with an injury carried by his bodyguards. We sent a squad car that got here around 2:45. Okay, wo ist der Concierge? Machen wir mal als erstes, würde ich sagen. Is the caretaker still here?
He's in the living room. But I don't think you'll be able to get anything useful out of him. Poor guy's in shock. Und wer war denn eigentlich als erster am Tatort? Who was Sag the mal. first person on the scene? That would be Baker. He's somewhere around here. It shouldn't be hard to find him. Mhm. Ja, dann. Okay, then what? When they stepped inside, the guys came face to face with that. Do we know who the victim is? Yeah, he had his ID on him. It's the owner, a guy named Jason Moore. I don't know who this guy pissed off, but things didn't work out too well for him. Did you secure all the exits and entrances to the building? Yes, we've got men on the ground floor and in the parking garage. How do you get to the parking garage? You'll have to ask the caretaker. He's the one who took my men down there. Mhm. Okay, also, dann würde ich sagen, wir gucken mal. Ja. Do we know Wo if ist he denn had die a family? Familie? Yeah, a wife and an 8-year-old daughter. The wife, Lydia Moore, 34 years old, architect, dual citizen of Costa Rica and the US, no criminal record. Yeah, we're trying to get a hold of her. The daughter, June. We've looked and she's not here either. Okay, und sag mal, was weißt du eigentlich über Moore? What have you got on Moore? He was an asset manager. But if you ask me, he was involved in some shady stuff that we're sure to find out about. It's not every day that an accountant gets his head chopped off. Okay, und die Bodyguards? Where are the bodyguards? We haven't found anyone yet. Mhm. Machen wir mal Go weiter. on. We're still looking for the head. We're waiting on forensics for everything else, but they're busy with another case. Mhm. Ja, da geht's wahrscheinlich, ne? Ja, ne, ums Loft, wo wir gerade waren. What case? You haven't heard? At one international place. They say it was a real bloodbath. So, you're here to take over the case? No. I'm working on something else. Moore's name popped up in one of our investigations, but I can't talk about it. Okay, I'll let my team know. So, das ungesehene Spüren. Ja, würde ich sagen, gucken wir mal, oder? Das ungesehene Spüren, wenn das unsichtbare Spüren aktiviert ist, reicht es, wenn du einen nichtmenschlichen Charakter anblickst, um ihn zu identifizieren. Du kannst außerdem die von übernatürlichen Wesen hinterlassenen Spuren aufdecken und mehr über sie erfahren. Alles klar. Agent Dann wissen wir Smith das. from the FBI is here. We're still in charge of the investigation, so please cooperate with him. So, sehr gut. Das heißt, wir haben hier erstmal ja, freie Hand, können tun, was wir wollen. Die sollen alle mit uns kooperieren. So finde ich das super, oder? Ist das nicht schön? Schaut mal. Schick, oder? Ach, Galeb, ne? Das ist, wie gesagt, auf den habe ich mich am meisten gefreut. So, dann will ich mal sagen, warum hat denn der hier den Kopf verloren? Wir schauen mal. Schlussfolgern, los geht's. The blow came from behind. Mhm, alles klar. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Was haben wir hier? So, auch hier mal Schlussfolgern. The flesh is burnt around the bullet hole, over a wide area. He was shot at point-blank range. No doubt about it. Mhm. Okay. Das ist ja interessant, oder? Also Schlagkampf von hinten und ja, aus Nähe geschossen. Da waren wir schon. Aber ich wollte eigentlich da oben ran. Warte mal. So, wir schauen There's a mal. retainer here somewhere. Alles klar. Was? Das funktioniert jetzt? Moore's genau. driver's license. Mhm. So, hier. Okay, alles klar. Haben wir. So, aber wie funktioniert denn jetzt
Wir gehen mal weiter. Ja, aktiv haben wir es. Wir haben es auch. Ja, passt. Alles klar. Aber das ist auch hübsch, oder? Leute. Sehr hübsch. So. Ist schon schön gemacht, Leute. Also ich finde es wirklich, wirklich sehr, sehr schön gemacht. So, diese ganzen Locations, bei denen wir jetzt so bisher waren. Ja? Oh. Das wird wohl vermutlich die Mordwaffe sein. Was? Würde ich dann mal sagen, oder? Ist auch kacke mit dem eigenen. It'll pass. Don't worry. Okay, auch kacke. So mit dem eigenen Schwert geköpft, Leute. Ich meine, Köpfen allgemein ist kacke. Aber dann noch mit dem eigenen Schwert. Okay, alles klar. Da müssen wir wohl dann den Concierge noch finden. Wie sieht's denn hier so aus? Freunde, was ist mit euch so los? Erzählt mal, was habt ihr denn? Yeah, just a little faint. I was expecting it, but then... Give me a minute, and I'll head back. The sight of blood. We've all been there, haven't we? No. Okay. Sieht's hier so aus? Da haben wir auch nichts. Ich glaube, ich muss mich übergeben. Das kann natürlich sein, ne? So, was haben wir hier? Ja, also bis jetzt Riesenräume, aber irgendwie kaum was zu entdecken, ne? Ich würde sagen, wir quatschen mal, wir probieren mal mit dem zu quatschen. Why is the FBI interested in more? His name came up in several financial investigations we're working on. Alles klar, war das? Looks like So, ich glaube, Lydia's planner. jetzt Lydia's wird's life seems to revolve around June and her home in Costa Rica, with Jason often absent. Also August 2019, Opa in Sancho besuchen. Tschüss Costa Rica am 10. Dann am 15. June vom Malunterricht abholen. Am 17. neues Buch kaufen. Hashtag Streets von Catherine Bergmann. Und am 22. 10 Uhr neues Architekturprojekt für das Boston Museum. So, können wir sonst noch irgendwas machen? Nein, leider nicht. Okay. Okay, alles klar. Da haben wir hier noch auf der Notiz, ne? In case of emergency, call pura vida. So lese ich das jetzt mal. So, hier geht's nicht weiter. Nein. Schade, schade. So, dann schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwas haben. Da ist auch nichts. The apartment has changed since my last visit. Das kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen. Ob sich seit seinem letzten Besuch das Apartment verändert hat, aber er wird es schon wissen, oder? Mess. Nobody's done the cleaning in ages. Oje, was ist denn los, Junge? Erzähl mal, warte mal, wir kommen mal rum. Ja? Sind gleich da. Ei. So, was ist denn los? Erzähl mal. Mr. Adams? No. This can't be happening. What a nightmare. So much blood. I've got a few questions. I tried to help him. I told him we should call 911. I told him. Okay, wir gucken mal. Er muss sich wieder unter Kontrolle bringen. Wer glaubt ganz gut, weil ja, wer glaubt ganz gut. Wie gesagt, weil komm, wir machen das.
Wir beruhigen ihn. Ja, einfach damit wir mehr Infos kriegen, oder? Sir, listen to me. It's all right. Calm down. You're safe and you did the right thing. I did the right thing. I need you to answer a few questions for me. Yes, of course. What do you want to know? Ah, sehr gut, hat geklappt. So, mehr über die Moore-Familie und los geht's. Did you know Mr. Moore well? We weren't friends, if that's what you're asking. But we got to know each other. With time. He was a creature of habit. Since he worked late, he would often ask me for things at night. A newspaper, batteries, ice. I think he asked me for just about everything. I prided myself on always being able to get what he needed, no matter what time it was. You'd have thought he pretty much lived after dark. Like his clients. Mhm. Und hatte eigentlich Besucher Did gehabt. Mr. Moore have many visitors? For a man with his status, it was nothing surprising. But, well... Yes? His visitors mostly came in the middle of the night. I must admit, that's a little unusual. That's what working for us is like. He told me he had a lot of foreign clients, and he had to juggle different time zones. That's what working from home is like. He had colleagues over for late-night meetings, too. But since little June was born, not as many people came around. That was wise. Ja, also Mr. Moore war auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr beschäftigter Businessmensch, sage ich mal. So, aber hat er denn eigentlich irgendwelche Feinde gehabt? Did he have any enemies that you were aware of? No. He was a very respectable man. No bad company or anything. Except for us. Okay. Ja, hat sich nicht in schlechter Gesellschaft rumgetrieben, sage ich mal, nur guten Umgang gepflegt. Ja, daran kann es wohl auch nicht gelegen haben. Without any disrespect to the deceased, were you aware of any extramarital affairs he may have had? Mr. Moore was a good man. He would never have disrespected his wife, or even contemplated it, I'm sure. She could have been okay with it. There were no young women coming and going. That's a very inappropriate question. I don't want to talk about this anymore. Okay. Ja, also er meint zwar, dass da nichts Außereheliches oder sonst was stattgefunden hat, also dass es wohl ein anständiger Kerl war, aber er will jetzt nicht weiter drüber reden bei genauerem Nachfragen, also könnte vielleicht doch was dahinter stecken. Ja, so, was kann er mir über die Ehefrau erzählen? Los geht's. Do you know his wife? Mrs. Moore is a model resident. She always has something nice to say to the staff, and is the first to welcome new neighbors, too. A true lady. Mhm. Und wo ist die eigentlich? Do you know where she is? Mr. Moore told me she'd gone to their home in Costa Rica. She goes there pretty often. She's an architect, and she likes to work in her home country. She has family there. Okay. Und sag mal, hat die eigentlich irgendwelche Feinde? Do you think anyone could have been so angry with her that they could have taken it out on her husband? Oh, no. I don't think so. It's true that lots of people could have been jealous of her. But not to that point. Mhm. Und war die denn eigentlich treu? Sag mal so. Do you think she could have been having an affair? She's a very respectable woman who loves her husband very much. I don't know what sick kind of world you live in. And you would certainly not like to find out. They had their ups and downs, just like any couple. The staff had noticed that she went to Costa Rica fairly often without her husband. Was she thinking of leaving him? Not at all. Just the opposite. She begged him to spend more time with her and their daughter. Mhm. So, wie sieht's denn aus mit der Tochter? I Erzähl imagine mal. the girl left with her mother.
Not at all. It was the start of the school year, and Mrs. Moore left 2 weeks ago. I haven't seen her since Monday, when Mr. Moore took her to school on the first day. She must be staying with a friend. Poor little thing. Thank heaven she wasn't here. Und wie sieht's mit den Bodyguards Do you know aus? his Erzähl mal. bodyguards? Yeah, there's Jack, James, and Wu. But you won't hear me singing their praises. Why not? Oh, they're good at strutting around and acting tough when everything is going well. But where were they tonight? Can you tell me that? That was their job, right? They were paid to protect him. Ja, also der scheint seinen Arbeitgeber auf jeden Fall sehr gemocht zu haben. Ne, man merkt das. Was wollen Sie damit sagen? Einen auf harten Kerl machen? What do you mean by acting tough? More than once I overheard them talking to Mr. Moore, like they were his boss. The world upside down. They worked for us, just like your dear Mr. Moore. I hope they won't find another job anytime soon. So, was kannst du denn aber Tell me eigentlich about über the den Abend evening again, erzählen? please. What happened tonight? Mr. Moore left with his 3 bodyguards earlier in the evening. One of them got in the car, and Mr. Moore came down around midnight. And then? They came back around 2 a.m. Mr. Moore was limping. He was leaning on one of his bodyguards, and he was bleeding. Was he injured? I told him I could call an ambulance or a doctor, but he didn't answer. I went closer to insist, but Wu told me they were in control of the situation, that it was no big deal. They went upstairs, and I saw drops of blood in front of the elevator. I told myself they were being unreasonable. What did those 2 goons know about it? So I called Mr. Moore on the internal line several times. Did he pick up? Not once. So I went upstairs and rang the doorbell, but nobody answered. So I went back down to the front desk and I called you. The lieutenant told me there was an access to the basement. Yes, using the service elevator through the kitchen. You need a magnetic pass to use it. I gave the spare to your colleagues who wanted to go down there. I still have the original. Do you want it? Please. Ja, natürlich. Jo, dann würde ich sagen, Thank you for machen wir your weiter, statement. oder? You have to find out who did this, officer. Justice needs to be done for him. And for his family. And we need to find out who's messing with us. That's what we're here for. You can count on us. Stick around in case we have more questions. So, alles klar. Ne, mach dir mal keinen Kopf. Wir kriegen das schon raus. Ja? So, dann schauen wir mal, was wir noch Schönes haben. Boston Police District D4. First in the Nation, Notizbuch. Ah, okay, alles klar. Notizbuch. So, Ethan Adams, 60, Concierge, gutes Verhältnis mit den Moores, am Tatort anwesend. Moore kam gegen 2 Uhr morgens zurück, verwundet, mit Bodyguards, brauche mehr Infos, aber Mr. Adams stand unter Schock. Fühlt sich schuldig, denkt, er hätte mehr tun sollen, loyal, professionell, freundlich, oldschool, akribisch und gebildet. Alles klar. Haben wir das? Schauen wir weiter, was haben wir hier noch Schönes? Ja, das war's, ne? Mehr finden wir hier nicht, würde ich mal sagen. Dann, ja, gehen wir eine Runde weiter. Das ist aber auch schön, oder? A real jungle in the heart of Boston. A truly peaceful oasis. Das stimmt. Why were you looking for peace, Jason?
Das ist wirklich hübsch und friedvoll. Ne? Nee, also wie gesagt, Gott sei Dank war die Tochter nicht zu Hause. Die Frau ist hier da im Feriendomizil, sage ich mal. Ne? Und er kam halt, der Moor kam halt verwundet zurück. Und, Moment. Oh. I warned you, Jason. God, did I warn you? We destroy all that we touch. Ja, also er hat ihn gewarnt, ne? Dass sie alles zerstören, was sie berühren. Ne? Und damit meint er halt, ja, einfach so den Vampir im Allgemeinen, würde ich mal sagen. So, dann gehen wir mal weiter und gucken, was wir hier noch haben. So. Okay, mir ist jetzt bei der nix groß erstmal aufgefallen. Das stimmt. Aber das ist auch Urlaubsgefühl, oder Leute? So, hier haben wir... wenn wir Schmackofatz machen müssen, haben wir hier definitiv schon mal einen schönen Safe Room, wo wir das ungestört machen können und unser Mahl genießen können. So. Alles klar, was aber hier noch schön ist, wir schauen mal gleich. Ja, Toilette, wunderbar. So. Guck mal, was wir sonst noch finden. Geben mal ein bisschen Gas. So, da ist das Wohnzimmer, da waren wir ja schon. So, wie schaut's denn eigentlich hier aus? Ja, gehört auch noch dazu. Küche. Bei denen waren wir auch. Ja, würde ich sagen, komm, wir gucken mal. Oder? Was wir in der Tiefgarage finden, würde ich sagen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ja, danke fürs Zuschauen und lasst gerne ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann abonniert sehr, sehr gerne. Und ansonsten bitte wirklich immer gern in die Kommentare schreiben. Ja, wenn euch irgendwas aufgefallen ist, wie es euch gefallen hat. Würde mich mega interessieren. Und dann noch einen wunderschönen Tag, ihr kleinen Blutsauger. Tschüss, tschüss.